Herzlich willkommen. Heute möchten wir Ihnen ein Bauteil vorstellen, das viele begeistert hat. Dieses Bauteil ist bei der SBI mit dem Grand Award ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung mit den meisten Punkten von allen 40 Juroren. Das Bauteil hat die Firma BMW in Landshut kreiert, und zwar im 3D-Druckverfahren. Das heißt, BMW macht für Kleinserien in dem Fall definiert mit 8000 Fahrzeugen pro Jahr, machen sie eine Mittelkonsole, und diese Mittelkonsole, ist das Faszinierende, ist im 3D-Druckverfahren hergestellt und günstiger als ein Bauteil im Spritzguss. Weil natürlich aufwendige Formen, die in dieser Größenordnung natürlich einiges kosten, vermieden werden können und das Bauteil von einem Roboter ohne einen Forminvest hergestellt werden kann. Jetzt wird hier dieses Bauteil in diese Richtung aufgebaut, also konkret so wird es gedruckt. Und hat innen drin liegend, die Kühlkanäle werden gleichzeitig mitgedruckt und sind tragende Funktion des Bauteils, also erhöhen die Festigkeit. Festigkeiten sind einmal die Lasten von Steuergeräten, die hier drin verbaut werden, gleichzeitig der Belastung der Mittelkonsole, wenn man sich darauf abstützt, Knieeinschlag von hinten und auch der Seitenmehrwerk, der mittlerweile zwischen Fahrer- und Beifahrersitz montiert wird und hilft, dass bei einem seitlichen Aufprall Passagiere nicht gegeneinander mit den Köpfen zusammenhauen. Und all dies hergestellt aus einem Polyamid mit 40% recycelter Kohlefaser. In dem Fall einem Polyamid 11, also einem 97% biobasierenden Polyamid aus Castor Oil. Und das gibt einen Fußabdruck von 1,6 Kilogramm CO2-Äquivalent. Also einen sehr niedrigen Fußabdruck. Und dieses Bauteil, was jetzt 3 Kilogramm weniger wiegt als das Vorgängerbauteil, wo Aluminium-Stanzbauteile mit Spritzgussprofilen zusammengeschraubt wurden, hat also nicht nur diese Gewichtssenkung, sondern senkt den Gesamt-CO2-Fußabdruck dieser einen Mittelkonsole um fast 80 Kilogramm. Also ein Riesenschritt für eine bessere Zukunft und eine tolle Innovation. Vielen Dank dafür.